Dieses Video zeigt den ersten Kontakt mit Zivilisation. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Was? Warte mal, jetzt mal ein bisschen lauter machen. On the brink of the millennium, great tracts of this, the world's largest island, are still lost in the mist of time. So besser? Australien. New Guinea is located north of Australia and is over twice the size of Spain. The west is a province of Indonesia. The east, the newly sovereign state of Papua New Guinea. Papua-Neuguinea, okay. Und dort haben die ein Naturvolk entdeckt, was auch nie Berührung mit Außenwelt hatte. Jetzt in unserer modernen Zeit quasi. Leute, dafür müsst ihr kein Englisch sprechen, na, euer Ernst? Jean-Pierre Dutilleux is a Belgian explorer and ethnographer. Since Er ist ein belgischer Explorer. 1973, he has been part of the campaign to find the world's Expediteur heißt das, oder nicht? remaining isolated tribes and help preserve their rights and tribal lands. Entdecker, ja. Expediteur, For Entdecker. centuries, the hill tribes of the Owen Range have lived in isolation to avoid war. This partly explains why 4 million Papuans speak 700 languages or dialects. 4 Millionen Einwohner sprechen 700 Sprachen und Dialekte, okay. While most tribes are known, the government announced they have just located a new one, the Tulambi, a tribe that has never been in contact with the outside world. Oh, die Regierung hat bekannt gegeben, dass es ein neues Volk gibt, was noch niemals Kontakt mit der Außenwelt hatte. Jetzt kommt's. Jean-Pierre is skeptical, but decides to Jean-Pierre ist skeptisch. verify the stories about the Tulambi for himself. Was denken die, wenn die mit Helikopter über deren Dorf fliegen? Die haben doch sowas. Jetzt landen die. Nein, Spaß. Jean-Pierre arrives at the village of Uya Uya, his first stop in his search for the Tulambi. Okay, das ist das erste Volk. Buja Buja. Ja. Dutilleux could end up spending months here. Boah, die leben einfach im Wald, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir verweichlichten, verwöhnten kleinen Pisser. Könnt ihr euch vorstellen, dass unsere Mütter uns so großgezogen hätten, so? The helicopter may not return on schedule because the rainy season has already begun. Uya Uya Du meinst Cargo-Kultur, Speedy Gonzales, ne? Das ist Cargo-Kultur, was du meinst. is the home of the relatively sophisticated Uya Uya tribe. The explorers know they may be at risk of being caught up in a war. Die machen einfach in dieser Hütte Rauch. Menno, die kriegen Rauchvergiftung, was machen die da? Guck mal, wie wir denken, ne? Oh Gott, ich krieg eine Rauchvergiftung. Aber ey, jetzt mal wirklich. Da ist doch alles Rauch drin, was machen die da? Since their contact with the outside world, the hill tribes have been fighting more frequently and more violently. Nein, Anna-Lena Co. Das sind nicht die, die keinen Kontakt zur Außenwelt hatten, das ist ein anderes Volk. Dieser Typ ist dort gelandet bei denen und wird von dort aus sich auf den Weg machen, um die zu finden. The Papuan government in Port Moresby classifies sections of these highlands as fighting zones. We hire porters to carry enough supplies to last the expedition for 3 weeks. But as usual, no one comes forward to carry the heavy box of film stock. The Uya Uya tribe were the first outsiders to meet the Tulambi,
They say the Tulambi have never seen a white man or even the Western clothing adopted by these Papuans. If this is true, the Tulambi... Guck mal, die überleben mit ihrer Familie, mit ihrem Volk, ohne Krankenhäuser, ohne Medizin, moderne Medizin, ohne Krankenversicherung, ohne den ganzen Scheiß überleben sie seit Generationen, seit Tausenden von Jahren in diesen Wäldern, Leute. Versteht ihr, was ich meine? Ohne nichts, ohne Impfung, ohne irgendwas, Alter. Die kommen so klar. Na, was für die leben nur 33 Jahre? Nee. Da sind ganz alte Leute bei, hast du doch gerade gesehen. Die Stammesältesten, die sehen aus wie 90, 100 Jahre alt sind die. Was redest du, Mann? Das sind immer so ganz alte Leute immer. Alter, wann kommen die an endlich? Ich kann diese Kiste nicht mehr sehen. 4 of my porters vanished during the night. They probably had enough as well. So where do you think we are? Guck mal auf seinen Rücken, Leute. Guck mal, was auf seinem Rücken abgeht. We are here. If I turn my map, What the f... I think maybe we are Was sind das für Dinge, Alter? here. Meinte er stinkt nach Chara. Was laberst du da? According to my estimate. Digga, von welcher Zeit ist das? A bridge is quickly built. Only Huawei will cross into Tulambi territory. If Huawei finds the Tulambi, I have no idea whether they will return with him. And if they do, will they come in peace or attack? We can only wait. We wait now. Huh? You think they come? Yes, we do by word. Yes. Huawei and Putnam are never walking. He's going to do it. They're gonna come there. So they're in there somewhere. Yeah. Okay, die stehen quasi davor. Er hat gefragt, ob die kommen werden. Er meinte, die kommen bestimmt, ja. Wednesday, Thursday, and still nothing. Is this a bad joke or what? So where are Meint Mittwoch, Donnerstag und nichts passiert. Ist das ein schlechter Scherz oder was? Our food supplies are getting low. We've had enough. Oh mein Gott, da kommen die. Die Tulambi-Leute, da sind die. The footage you are seeing is unedited. The only addition is Krass. Wow, Alter. Die kommen richtig mit Bogen, Pfeil. the voice of Jean-Pierre. Guck mal, die haben Angst vor denen. Guck mal. Boah. Ey, ist das nicht... Ist das nicht das, wo die den umbringen? Das ist der. Ich glaube, das ist das. According to Huawei, they don't believe that the white man exists. But if they do, that makes me one of the living dead. Boah, Alter, das ist so interessant. Guck, wie scheu die sind, ne? Heftig, Alter. Der ist einfach hingefallen. When I lose my balance, they seem a little reassured. Ghosts don't fall, I guess. At this precise moment, I'm Abo, der zieht seine Axt. convinced that he's going to let loose his arrow. Maybe he wants to see if it will pass through my body or not. Guck mal. Guck mal, der will auf dich schießen. Was geht da ab?
Boah. Guck mal, ihre Babys sind da. Ich finde es voll interessant gerade. Das ist ja voll krass. Wahnsinn, oder? Das sind Menschen, die hatten noch nie Berührung mit der Außenwelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Alter. Guck, die haben sogar Tiere. They are both cheerful and frightened at the same time. Geisteskrank. This one tells the woman to stay back. Er ist wahrscheinlich so der Anführer oder der Häuptling. Das ist geisteskrank, Alter. They look a little more determined this time. I wonder what it means. I feel it's important to show them my peaceful intentions. Michelle, my assistant, has kept the remaining porters away from the scene. And Philip, the cameraman, is hiding about 60 feet behind me. Guck mal, er holt einfach Kamera raus. Was? Warum ist das zu Ende? Ah, Part 1. Okay, okay, warte mal. Wo ist Part 2? Da. Das ist voll interessant. Guck, der will ihn unbedingt berühren. Guck mal. Meint ihr nicht, die haben so Geschichten und so Mythen über den weißen Mann oder irgendwie sowas? Kennt ihr doch, wie in so Filmen. Der gibt den einfach nicht die Hand. Der ghostet den einfach. Aber ey, der stellt sich aber auch echt an, ne? Warum stehst du da und versuchst die ganze Zeit deine Hand so... Normal denken die, du bist komisch, Alter. Kennst du, wenn du hinterm Bahnhof langlaufen musst, dann kommen auch so Leute, dann denkst du auch, verpiss dich, Alter. Was ist das denn? Guck mal. Dann tu doch deine Hand weg. Boah, krass, guck mal, was für eine Mimik und so die haben. Tschüss, was ist das für ein Blick, Alter. Melo, seine Zirbeldrüse ist Gold. He sees Philip, who must look like a strange creature. Boah, was haben die für einen Blick drauf, Alter? Sagen wir ehrlich. With an eye of a camera instead of a human face. Guck mal, der kommt immer näher. Dicker, was? Das sind Goldaufnahmen. Wie geisteskrank, Alter.
Was hat der da, Alter? Guck mal. Ein Stein. Sein Hammer. Was sind das für Aufnahmen, Alter? Ich habe sowas noch nie... Boah, hast du gesehen, wie der seine Hand zurückgezogen hat? Philippe has been on previous expeditions with me, and he knows these stone axes have deadly weapons. Ich glaube, die können damit umgehen, Leute. Guck mal. Wow, Alter. Boah, guck mal seine Finger. Der Bruder lebt richtig da draußen, Alter. Geisteskrank. Was will er da machen? Guck mal. Digga, der Typ hat so Eier. Es ist doch nicht normal. Es ist doch nicht normal, Alter. Der hat echt Eier. This one, for some reason, is terrified by my black bag. He tastes the salt that I brought as a gift. Der gibt den Salz. Ist der bescheuert, Alter? Die probieren das, die denken, ihre Zunge ätzt weg oder so und dann greifen die den an. Der macht richtig dumme Moves, aber irgendwie, ne? Erst mit der Kamera rausholen, jetzt will er den Salz geben. Warum Salz? Guck mal, jetzt kommt der nächste. Natürlich wäre Zucker die bessere Wahl. Salz ist doch Salz, Alter. Das ist so... Weißt du, wie ich meine? Das ist so salzig einfach. Danger. His breathing is short. Ich habe A MIES sign of recherchiert. fear. Er sagt, er atmet kurz. Gefahr. So mäßig. Guck mal, der Kameramann streckt seine Hand hin. Guck mal, der will auch. Geisteskrank. Auf wie viele Jahre würdet ihr den schätzen, diesen Mann? Ich würde sagen 47 ungefähr, oder? 45, so?
After the salt, I show him matches. He burns his hand, as if he can't believe this is real fire. Mit Streichhölzer? This feels like a meeting in a time warp. Perhaps these Tulambi, with their wooden spears and stone axes, are the living ancestors of we, who have learned to fly without wings, talk with the stars, and destroy our own planet. Der zeigt ihnen einfach Streichhölzer. It is not a case of once bitten, twice shy. The bravest warrior wants to know more Guck mal, about the beißt da gift drauf. of fire sticks from one of the living dead. But he discovers the phosphorus on the matches tastes awful. Der hat es einfach gegessen. Klar kennen die Feuer, aber vielleicht nicht mit einem Streichholz, Diggi. Gift of instant fire seems to convince the Tulambi that Dutilleux, living dead or not, is socially acceptable, or at least is no immediate threat. With what may be one of the oldest gestures of humankind, the Cool. right hand, the weapon hand, is offered in greeting. Digga, was macht der da? Guck mal, der will dir die ganze Zeit antatschen. Was für ein Idiot. Lass doch gut The sein. Tulambi look at Jean-Pierre's pale skin as if it could be paint. Cool. But would the living dead be warm, made of flesh and bone and muscle, just as they are? Der sagt, der hat gute Muskeln. Oder die gucken, was die davon essen können. Ich schwör's dir, gutes Fleisch sagen die. Der wird bestimmt gut schmecken. Guck mal, der fühlt diese Muskel an seine Schulter, seht ihr? It seems like the Tulambi have never seen a white man, and that they're finally prepared to believe their own eyes. Guck The mal. long, soft hair of the Caucasian is clearly another wonder of the world. Ich habe sowas noch nie gesehen, Leute, wirklich nicht. So ein Zusammentreffen habe ich noch nie gesehen. Also die haben jetzt ihren Vertrauen oder was? Was geht da ab, Alter? Boah, Digga, die Sprache ist auch wild. This debate leads to a final acceptance of Dutilleux, but the women remain suspicious. Der hat eine ganze Tüte Streichhölzer gegeben. Am Ende, die verursachen einen Waldbrand. Dann sagen die, der Teufel und so. Now the Tulambi urge Jean-Pierre to join them on the other side of the river. Wir wollen ihn mitnehmen. Jean-Pierre now offers the Tulambi their first matches, but they have no idea how to use them. Guck mal deren Hände an, Leute.
Guck mal, er beißt da wieder rein. Warum beißt er da rein? Guck mal. Crazy, Alter. Also ich sage euch ehrlich, das sieht nicht gestellt aus. Ich habe auch schon überlegt, aber das sieht einfach nicht gestellt aus, wenn ich mir diese Gesichter angucke und so. It is a good sign when the women and children are told it is safe to cross over. Headman Wawe goes back to help them across the bridge that spans the ages. Dutier learns the names of the advance party, Sanjuga and Gio. Nandamar, Nagaya, slowly, cautiously, they explore this alien land on the other side of the river. Following the example of explorers of centuries past, Dutier tries to win over the natives with a mirror. Och, sein Kind. They have never seen their own image, except as a trembling reflection in rivers and pools. Er meint, die haben sich noch nie selbst in den Spiegel gesehen, außer vielleicht in Pfützen oder in Flüssen. Is it an evil eye? A trick of the living dead? Either way, it cannot be investigated without due Er legt caution. ein Blatt da drauf. Guck, wie er das macht. Amang koro ya, apa setengahnya, 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 setengahnya. Orangnya, apa orangnya? Apa orang jauh dulu narga? Apa orangnya? Geisteskrank. Oh, boah, der gibt ihm jetzt auch noch ein Messer. Der gibt ihm so eine... Digga, der vertraut dann aber hart, ne? Das ist dieser Moment, wo ich sage, Bro, wo er mich anguckt, wo ich so mache, so. And then a knife. Stone Age man, short-circuiting evolution, leaping in the Bronze Age, the Iron Age, to reach the Age of Steel. Guck mal, jetzt zeigt er seine Waffe. Ey, wir gucken den nächsten Teil safe, oder? The Tulambe remain weary, but decide to accept Jean-Pierre's hospitality. Metal plates, pots, and pans are another wonder. Rice is totally unknown. Ich frag mich, was essen die denn? Sanjuga inspects it suspiciously. Wovon ernähren die sich? Wie ernähren die ihre Kinder? Von was? Das würde mich mal interessieren. Und wie leben die? Wo leben die?
And Gio doesn't like the rice at all. But he changes his mind when I add salt. I'm concerned when Angio begins hitting his head. It turns out to be Tulambi body language for good. When Angio Krass, wenn etwas Gutes machen die so. Voll sympathisch, Alter. Wenn die etwas mögen, machen die so. Wie geil ist das denn, ey? Den merke ich mir. does it, it is a signal for the others to try the rice. Krass, das heißt, es ist gut. Ey, den musst du dir merken. Guck. Krass, Alter. Instead of the customary scoop-shaped leaf, Jean-Pierre offers Sanjuga a spoon, but it's the rice that inspires all the headbanging. The modern idea that form follows function, that the design of the spoon will dictate its proper use, is obviously not self-evident. Der ist einfach falsch rum von dem Löffel. Einfach komplett falsch rum. They soon forget the spoon and prefer to eat their usual way. Hört ihr, die machen alle so, Das heißt, das gefällt denen so, My cameraman Filippo Bottiglione can now get close to individuals without their paying any attention. They have grown accustomed to his face with its cyclop eye of a camera lens, and so pay no attention to him as they investigate the mystery of my camp. Stellt euch vor, ihr wurdet dort als Kind geboren. Jetzt aktuell. Jetzt aktuell lebt ihr dort in diesem Volk als Kind, als ein Kind von denen. Stellt euch das mal vor. Das hätte rein theoretisch passieren können. Jeder von uns hätte ein Kind von dort sein können. Ja. Krass. The Tulambi language sounds complex. At this point, it's totally incomprehensible. They remain on guard. I am reassured when Angio returns the gift of fire. Guck, so machen die Feuer. Habt ihr gesehen? His way is not quite as fast as a match, but is probably more reliable in the damp rainforest. It certainly makes lighting pipes easy. They seem to consume wild tobacco heavily. Nicotine may be the most common narcotic used by primitive societies. Digga, was ballern die sich denn da? The first Die rauchen einfach Bong. transatlantic tribes, found by Europeans, said that the white man gave them Die haben einfach eine Bong. Ja. alcohol, but they got their revenge by giving him tobacco. Was haben die denn da geraucht, Alter? As the light fades on this extraordinary day, the Tulambi fade into the forest. At first, Dutilleux fears that they have gone for good, but they camp nearby, where there are wonders yet to see.
Wow, Alter. Ganz krass. Next morning, it is Dutille's turn to visit the Tulambi. Despite his research, their culture and language remain unknown. Jean-Pierre has come to the conclusion that the Tulambi are just what they seem to be, the living ancestors of modern man. Yet, to be convinced, he has questions that need answers. They may have not seen matches or rice or plastic cups, but surely they've seen and heard planes fly by. Maybe they believe them to be chariots of the gods. In any case, the Tulambi are clearly part of what Dutille calls the fourth world. Tribes in the depths of the world's range. Die vierte Welt. Es gibt die dritte Welt, das ist ja ganz arm. Und das ist nochmal die vierte Welt. Forests that are so Ich würde sagen, die vierte Welt ist die echte Welt. Ja, ehrlich. isolated, they escape both the benefits as well as the burdens of human progress. As Dutille writes in his journal, There are very few groups of human beings still living in the fourth world. Some survive in the Amazon, a few others can be found in New Guinea. When the last ones are contacted and moved from the Stone Age into the modern world, from being free and masters of their own destiny to being poor and at the lowest level of our Western society, it is a part of ourselves that will vanish forever. In the tribal world, paying attention to your appearance Hier, so schneiden die ihre Haare. is a survival tool. The Tulambi use bamboo knives to stay well barbered. Bambus. Die haben Bambus wie ein Messer gemacht, Leute. The men wear a bone from the cassowary bird Krass. through the nose, large necklaces of river shells around their necks, and bird of paradise feathers in their hair. They must look their best to attract a mate. Krass, Alter. Krass. These people are hunters and gatherers. They survive by living with the environment, not off of it. the Tulambi return Dutille's hospitality. And Geo shows how they make arrows and spearheads. Ich muss auch gehen. Then Jean-Pierre gets down to work. As always in this type of situation, he uses a rudimentary show and tell session to begin to understand the Tulambi language. How do you call the house? Anger? Anger? Yeah. Anger. Anger. How do you call the grass skirt? This? Aiga. 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 Zu wild, Alter. And the necklace, Nunga. Necklace. Nunga. No. Nunga. Kamka. 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 Aiga. Aiga. Ange. 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 Sa. 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 No. No. Sa. Sleep. Okay. Es ist so crazy, Alter. Class over. They take Jean-Pierre out into their forest. Zu wild. Their cloaks are made from bark. They serve as raincoats by day and blankets by night. The entire tribe, including the best behaved children that I have ever met, move in uncanny silence for fear of alerting the game. They know the migration trails of animals and the best time of year to find fish, the growing cycle of the palms, bamboo, wild fruits and the roots they rely on. They are always on the move. The rhythm of their lives is that of the jungle. Crazy, Alter. Ich frage mich, wie kann der überhaupt durch seine Nase atmen? Ist das nicht irgendwie voll kontraproduktiv?
So als ob du die ganze Zeit einen Finger so dadurch hast. Kannst du gar nicht atmen. Ich würde wahnsinnig werden, halt. Liebe Heilige, kannst du auch was anderes außer ich liebe dich schreiben? Oder ich liebe euch, ich liebe dich? Ich würde mich freuen, wenn du mal vielleicht ein bisschen teilnimmst an dem, was wir schauen vielleicht. Wäre mal interessant, das wäre voll Baba von dir. For hundreds of Wir generations, lieben dich auch. life for the Tulambi has revolved around their eternal quest for sustenance. It gives them no time to create complex art or a written language, to develop science or conceive profound metaphysical philosophies. Nor has their endless and simplest form of consumerism led to overpopulation, environmental destruction or the threat of nuclear extermination. Was trinken die wohl, ne? They can at least still drink their rivers. Krass, die trinken einfach so vom Dings. Einfach so von ihrem Fluss. But life is short for the Tulambi. They are stalked by diseases like malaria, long conquered by modern medicine. Yes, we can help them, but at what price? If the Tulambi are brought into the modern world, they will suffer the loss of their dignity and traditions to live out their days far below third world poverty levels. Jean-Pierre has lived this dilemma for 25 years. He believes it is inevitable that these last isolated tribes will be found. He also knows that it is better if they are found by people that care enough to fight on their behalf. Ja, Freunde, also interessantes Grauens, wirklich. So, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Euer Bruder Kianush holt sich jetzt seinen verdienten Feierabend. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Ihr seid einfach die Besten.